Willkommen zurück auf meinem Videoblog. In meinem heutigen Video zeige ich euch zwei Rezepte. Zuerst sammle ich Kräuter und Pflanzen und dann trockne ich sie. Dann stellen wir zwei tolle Kräutertees her. Einen guten Morgentee und einen ruhigen Abendtee. In einem ersten Schritt sammle ich die Kräuter und Pflanzen und dann trockne ich sie. Dazu gibt es zwei Methoden, die ich euch heute vorstellen möchte. In einem weiteren Schritt mische ich dann die Tees. Bei uns neigt sich der Sommer schön langsam dem Ende zu. Das ist die Zeit, in der ich Kräuter und Pflanzen für den Winter vorbereite. Dazu sind Joachim und ich in die Au gegangen und haben Brennnesseln gesammelt. Brennnesseln kann man auch gut noch im August sammeln. Achtet beim Sammeln jedoch bitte darauf, dass ihr Handschuhe trägt, damit ihr euch nicht die Finger verbrennt. Zu Hause angekommen reinige ich sie und tupfe sie auf einem Küchentuch trocken. Dann geht es in den Garten, die weiteren Kräuter zu holen. Neben der Brennnessel gibt es Rosmarin, Zitronenmelisse, Minze und Brombeerblätter. Auch diese Kräuter reinige ich und hänge sie dann zum Trocknen auf eine Leiter für ca. 2 Wochen auf. In einem zweiten Schritt hole ich frische Brombeeren aus unserem Garten. Diese werden im Herd genauso wie die Rosen später getrocknet. Wir werden jetzt die Brombeeren trocknen. Dazu kommen sie für eine gewisse Zeit in den Backofen und wir lassen sie bei 40 Grad dann trocknen. Das Trocknen von Pflanzen im Herd ist sehr energieaufwendig. Die Dauer des Trocknens hängt vom Flüssigkeitsgehalt der Früchte ab und kann bis zu mehrere Stunden dauern. Ein kleiner Tipp: Schneide die Brombeeren in kleine Stücke, dann geht es zumeist schneller. Ich trockne auch unsere Rosen im Herd. Achtet bitte bei der Wahl der Rosen darauf, dass ihr ungespritzte Rosen verwendet. Natürlich könnt ihr die Rosen auch lufttrocknen lassen, indem ihr sie kopfüber zum Trocknen aufhängt. So, und nun starten wir mit der Herstellung des Guten Morgentees. Dazu verwende ich Brennnesselblätter. Diese wirken gegen Müdigkeit und Erschöpfung. In einem nächsten Schritt mörsere ich die Blätter. Das ist aber optional, ihr könnt sie auch in kleine Stücke schneiden. So, diesen Vorgang wiederhole ich jetzt mit allen Kräutern und Pflanzen. Hier mit der Minze, die aktivierend wirkt. Ich mische die Kräuter und Pflanzen ungefähr in einem gleichen Verhältnis. Und weiter geht es mit Rosmarin, der die Konzentration fördert, und Rosenblätter, die stresslindernd wirken. Der zweite Tee ist der ruhige Abendtee. Hier starte ich mit einer Handvoll getrockneter Brombeeren, die gut für den Magen und Darm sind. Weiter geht es dann wieder mit Rosenblättern, die stresslindernd sind, und eine Prise Lavendel, der beruhigt. Der Lavendel stammt von einer lieben Nachbarin und wird genauso getrocknet wie alle anderen Kräuter. Schließlich kommt noch Zitronenmelisse hinzu, die innere Ruhe bringt.
Als letzte Zutat kommen noch Brombeerblätter dazu. Auch diese haben eine beruhigende Wirkung. Ich liebe diese Tees. Sie schmecken wunderbar gut und sind die idealen Begleiter für den Alltag. Schön, dass ihr auch heute wieder dabei gewesen seid. Sollte euch das Video gefallen haben, lasst mir doch bitte einen Kommentar und einen Daumen hoch da. Bis zum nächsten Mal.